Tag zusammen. Was ich hier gerade mache? Ja, ich schlage mal die Kurse an, für die ich mich eintragen kann. Ja, das ist eine komplette Aktivitätenkatalog für Erwachsene 55 plus. Ja. Ich bin jetzt noch älter als 55, aber ich bin ja noch nicht tot. Ich will ja noch jetzt erleben, aktiv sein, reisen, neugierig bleiben. Und das kann man hier in Kanada wunderbar. Ja, zum Beispiel hier dieser Katalog, ne? Da gibt es Malkurse, Tai Chi, Fitness, Yoga, Wassergymnastik, Brettspiele, Gehirntraining und Line Dancing. Will ich ja nächstes Jahr machen. Das stelle ich mir total lustig vor. Ja, das Angebot ist riesig. Und wenn man möchte, kann man sich von morgens bis abends beschäftigen. Echt. Und rund 60% der Kurse sind kostenlos. Und die jetzt kosten, war mein Line Dancing zum Beispiel, das ist $36 für 12 Wochen. Ja, ist pro Besuch jetzt auch nicht die Welt, ne? Es ist erschwinglich. Es gibt auch dürere Kurse. Ich glaube, der Tai Chi, das ist ja $66. Das geht auch. Also, ja, hier nur. Ne? Und fällt euch was auf? Ha? Die Buchstaben, die sind so groß, ich brauche ja keine Lesebrille. Das finde ich ja wieder wunderbar mitgedacht, ne? Ja, da schlage ich natürlich zu. Ja, ich höre auch hier. Eine schöne Plan. Da gibt es Senioren-Sportgruppen. Jeden Tag. Mehrere Klassen. Also ich höre montags, mittwochs, donnerstags. Ja, nicht zum Seniorensport. Und eine Stunde lang wird dann Cardio trainiert, Kraft aufgebaut und was für uns ältere Menschen natürlich wichtig ist, Balance geübt. Ne? Ja, da hüpfen wir da jeder rum in der Gruppe, das Männer total Riesenspaß. Und es hilft ja auch, damit du auch morgen noch vom Sofa alleine hochgehst. Ja, dann ja nicht einmal die Woche zu Fit Minds. Das ist so ein Gedächtnistraining, das Front-, Mittel- und Hinterhirn stimuliert. Und einmal die Woche dann laufe ich mit einer Wandergruppe, freitags, ne? Durch verschiedene Wälder hier in der Stadt. Aber für die musst du nicht 55 plus sein, da kann jeder mitmachen, auch Jüngere. Ist aber auch kostenlos und wird von der Stadt Kitchener organisiert. Tolles Programm. Und wir haben so eine liebe Naturführerin, die zeigt uns die schönsten Wälder hier. Und ich hatte überhaupt keine Ahnung, dass wir hier so schöne, viele Wälder haben in der Stadt. Ja, hier in Waterloo, da gibt es eine sehr, sehr schöne Seniorenstätte, wo neulich so ja eine Seniorenmesse stattfand. Hey, habe ich mal so allerlei Zeug mitgenommen. Da gab es, hey, wenn du da den Fußnägel nicht mehr selber schnicken kannst, dann gibt es da auch was. Kalender für 2026, ja, das kann man ja sowieso gebrauchen, hatte ich noch ja keine, ne? Ach so, wenn man noch mehr Hilfe braucht, ne, da gibt es noch hier so eine ganz tolle freiwillige Helferorganisation. Und so, und dann gibt es hier spezielle Programme für Senioren in unserer lokalen Bücherei. Auch, also alles zum Helfen, wenn du allein bist als Senior, ne, dass du ein bisschen nicht ganz abschneidest von der sozialen Umwelt, das ist wirklich wunderbar. Ah ja, und hier kannst du Leuten helfen, die nicht lesen können. Dann habe ich mich auch interessiert und dachte, na, vielleicht kann ich ja so einem helfen, der nie gelehrt hat oder nicht lehren kann. Oh, und dann natürlich alte Leute, die kennen sich mit der Technik nicht so aus, ne? Da gibt es so ein Programm, wo Leute dir helfen, nicht reinfallen auf diese Scams und wenn du eine falsche E-Mail abmähst, dass du dann das Bankkonto geplündert kriegst, weil du einen Fehler gemacht hast. Also da gibt es Hilfe
Ja, aber es war da alles wirklich sehr interessant. Die machen das einmal im Jahr und ich fand das wirklich informativ. Ja, und wenn es einem nicht gut geht, wenn du depressiv bist oder so, wenn du da allein so hast, die ganze Tag rumhängst, ne, dann kann ich mir vorstellen, dass du manchmal einfach mit einem schwaden willst. Ne? Ja, dann gibt es so Helfer, rufst du eine Nummer an und die reden dann mit dir. Ja. Jetzt fing ich aber nicht das, weil ich habe da so eine schöne. Ach hey, hier, das würde ich gerne machen, wenn das so weg ist. Grüne Beerdigung. Ja. Ist auch nicht ganz so teuer wie ich. Ich will da so was Natürliches. Ne? Da kommst du in den Boden, kein Grabstein, nix. Nur so ein kleines Schildchen. Ne? Ja, das denke ich. Und das ist in einem schönen grünen Bereich. Und ich habe das ja gern grün. Ich liebe ja die Natur. Also das will ich mir auf jeden Fall ins Abheben. Hier, da gibt es Preise, bitteschön. $4.000 für die Erdstelle da. Und dann, ja, ich kremieren will ich nicht. Ich lasse mich dann beerdigen und das kostet auch jetzt. Ah, hier. 4.000, auch 4.000. Ja. Ja, gut, ne? Da haben wir ja mit gerechnet. Stirve ist ja ganz schön teuer, ne? Mhm. Ja, und bei dieser Seniorenmesse, das haben sie wirklich gut organisiert. Die auf Kaffee, Tee, kleine Häppchen. Und man konnte einen Schnupperkurs machen für Fitness und Stuhl-Yoga, wenn du nicht mehr ganz so mobil bist. Also prima. Der Höhepunkt für mich war die Rede eines indigenen Sprechers. We have our final presenter of the evening, which is Brian Hill. Brian is part of the Bear Clan of the Oneida of the Thames First Nation. Der hat uns am Ende mit Salbei geräuchert. Ein sogenanntes Smudging. Man wäscht sich mit dem Salbeirauch über die Ohren, damit man nur das Jode sieht, über die Ohren, damit man nur das Jode hört, über die Nase, den Mund, die Stirn und am Schluss über das Herz. Glück. Ich han da nur gesessen, ich konnte nicht mehr denken, nicht mehr schwaden. Ich habe mich einfach nur gefreut. Das war so ein Zustand der Glückseligkeit. Wahnsinn. Also wenn er mal Gelegenheit hat, macht dieses Smudging. Wenn das von einem richtigen gemacht wird, dann ihr werdet euch fühlen wie im Himmel. Das ist aber noch nicht alles, was das hier geht. Mittwochs zum Beispiel, ja nicht zu der Balkbahn. Das ist so ein Laden, da gibt es keine Verpackung, da kannst du dein eigenes Glas mitbringen oder Container und tust dir da also trockene Sachen rein. Nüsse, Reis, Nudeln, Mehle, alles so Sachen. Ne? Da gibt es nämlich mittwochs 20% für Senioren. Und donnerstags ja nicht zum Drogeriemarkt Eier kaufen. Ja, ich weiß, Drogeriemarkt Eier? Ja, unsere Drogeriemarkt hat Eier. Und so eine kleine Kühltheke mit Milchprodukten und Eiern. Ja, und die geben nämlich donnerstags 20% für Senioren. Ja, da ich natürlich da immer die Eier kaufe, ist ja unschlagbar dann der Preis. Ne? Es gibt hier so viel Ermäßigungen für alle. Ne, zum Beispiel in der Apotheke, wenn ich meine Medikamente abhole, sobald du 65 bist, alles frei. Ne? Du zahlst $100 Rezeptgebühr im Jahr und der Rest, die Medikamente sind dann für dich kostenfrei. Das wird aufgerechnet jedes Mal, wenn du hingehst, zahlst du ein bisschen Rezeptgebühr und das geht dann am Ende des Jahres auf $100. Ne? Also das ist schon super. Ne? Für letztem Jahr geht auch für Senioren Zahnarztzuschüsse. Ne, also die übernehmen jetzt nicht, wenn du Kronen kriegst oder Implants, wie heißt das in Deutsch, weiß ich ja nicht, also so künstliches Gedöns in deinem Mund, das wird nicht bezahlt, aber so Kontrollbesuch, Bohren, Reinigung und so was, da zahlen die.
kannst du dich eintragen lassen in so einem Plan für Senioren und je nachdem, wie viel Rente du kriegst, wird dann der Zuschuss ausgerechnet. Dass jeder Barucki Zucki ist zum Zahnarzt, sagst, was wird das kosten? Der Zahnarzt sagt $200. Sag ich, gut, frag mal an, wie viel ich dazu zahlen muss. Das dauert 5 Sekunden. Ja, $10 musst du zahlen. Ja, gut, machen wir. Also toll. Und reden wir mal über Kultur. Als ich das letzte Mal in Köln war, da war ich so geschockt. Weil es gibt ja überhaupt keinen Seniorenrabatt. Weder für Theater, Konzerte, Museen. Ich glaube, ich habe 2 Museen gefunden, die geben einen Senioren-Discount. Aber die anderen Kinder, ja, Behinderte, ja, Schüler, Senioren, die sind erwachsen. Die zahlen das gleiche wie Erwachsene. Das finde ich ja nicht richtig, ne? Aber noch nicht ins der Kölner Zoo gibt Seniorenrabatt. Ja gut, wenn ich ein Jahreskarte kaufe, ne? Aber ich bin ja so lange nicht da. Ne, Jahreskarte geht das nicht. Da war ich echt baff. Ja. Also wir haben hier nicht viele Museen in Waterloo oder Kitchener, aber die dann alle einen Seniorenrabatt. Auch Toronto, wenn ich da jetzt demnächst wollte ich nämlich in das Little Canada gehen und die haben auch Seniorentickets. Warum geht das da in Deutschland nicht? Ja. Oder hier, meine Lieblingsstadt Stratford, wenn ich mal gute Theaterstücke sehen will. Ja, alle haben die Senioren-Discount. Und wenn ihr mich ja schon ein bisschen kennt, dann wisst ihr ja, Camping im Sommer ist ein Muss. Und unsere Provinzparks, auch die haben Seniorenrabatt. Habe ich nämlich zum ersten Mal letztes Jahr nehmen können. So, ich glaube, die geben auch 20%. Aber es steht mich echt interessieren, ob es in ihrer Stadt auch so schöne Seniorenangebote gibt. Vielleicht gibt es ja auch in Köln welche und ich habe die nur nicht gefunden. Vielleicht sind die ja alle geheim, aber wenn das so ist, schrieb mir das doch unge im Dubbeldiwupp. Also wirklich, das täte mich wirklich, wirklich interessieren. Ja, und wenn es das nicht geht bei euch, steht Sache, dann müsst ihr euch vom Christkind vielleicht das wünschen. Ne? Aber das ist ja jetzt schon vorbei. Christkind ist ja schon gekommen. Ja, der Osterhase. Vom Osterhase, ne? Könnt ihr euch das vielleicht mal wünschen. Bisschen mehr Rabatte für Senioren, paar mehr Vergünstigungen. Ne? Ich meine, wir kriegen ja nicht mehr so viel Rente. Und das Leben wird ja jeden Tag teurer. Ne? Hier ist in der Lade und wieder 50 Cent teurer alles. Ne? Also jeder Groschen hilft. Groschen sieht man ja nicht mehr, man sieht ja jetzt Cent. Bei euch und auch bei uns heißt das Cent. Ja. Aber ihr wisst ja, was ich meine, ne? Bisschen weniger für uns alle. Fände ich gut.